Hallo und schön, dass du da bist. Viele Leute wollen immer das perfekte Produktfoto machen, können sich aber nicht für alles einen professionellen Fotografen leisten, der ihnen das macht. Es gibt eine Alternative, es gibt eine Möglichkeit, wie man das zu Hause auch selber regeln kann oder in der Firma selber regeln kann. Und zwar nennt sich diese Möglichkeit Lichtzelt. Und nein, es ist jetzt kein Tipi mit LEDs drinnen, aber so ähnlich. Ein Lichtzelt ist nichts anderes wie ein mobiles Fotostudio. Ich habe mir eins bestellt, einerseits um mit meinen Gewerbeproduktfotos machen zu können, mobil natürlich, andererseits um dir zu zeigen, was genau ein Lichtzelt ist, wie es ausschaut, wie groß es ist, welche Varianten es gibt. Ich meine, ich habe jetzt nur eine Variante, mehr dazu in dem Video. Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin Fotografin und Videografin und mit meinen Videos gebe ich dir einen Einblick in mein Leben und helfe dir, deine Fotografie und Videoskills zu verbessern. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keins der Videos zu verpassen. Und jetzt legen wir schon los. Das ist ein ziemlich großes Ding und schwer vor allem. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß es ist, aber ziemlich und sperrig. Ich habe mir bestellt von Amazon das Amazon Basics mobile Fotostudio. Ja, jetzt schauen wir mal einfach wie einen klassischen Unboxing und was es so drin ist. Und dazu komme ich wieder mit meinem tollen Messer. Schneiden wir das einmal auf. Auf welcher Seite geht denn das überhaupt auf? Da steht irgendwas mit Gewicht 6 Kilo. Das Ding ist auf jeden Fall nicht leicht. Was ist, wenn ich das einfach da entlang aufschneide? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Zelt verletze. Das stoppt. Das mache ich lieber nicht da. So, jetzt haben wir das mal von diesem blöden Karton befreit. Ich habe es anscheinend an der falschen Seite geöffnet. Machen wir das einmal auf. Wupp. Wupp. Wieder Plastik. Zu viel Plastik. Ja, es war die falsche Seite. Also man kann es tragen. Es hat also einen Griff. Auf der Rückseite sieht man schön, da steht Amazon Basics drauf. Vorsicht, heiße Teile. Ich weiß schon nicht, wo da die heißen Teile sind. Aber ja, das scheint eine Öffnung zu sein. Wo geht denn das überhaupt auf? Ah ja, da auf der Seite gibt es einen Klettverschluss. Und dann klappt man das Ding einmal auf. Wow, das Ding ist definitiv riesig. Nicht wundern, ich habe jetzt einfach den Koffer genommen, weil ich gerade keine Vorrichtung habe, um das schön hinzustellen. Gut, also wir haben hier ein weißes Innenleben. Hinten kann man das halbwegs aufrichten, dass da das stabil bleibt. Ah ja, man kann das aufklappen und zuklappen. Und da oben gibt es noch eine Öffnung. Seitlich hier gibt es so einen kleinen 12 Volt Ding. In der Verpackung war kein Stromkabel drin. Vielleicht ist es oben drinnen. Ah, da ist noch ein... Oh. Da ist eine Öffnung drinnen. Da kann ich also von oben runter fotografieren. Und wir haben so ein Ding gegen die Feuchtigkeit. Schon wieder. Ein Amazon Basics Benutzerhandbuch. Ein Quick Start Guide. Ein Stromkabel, ein Ladeding. Ich meine, ich liebe einkaufen, so wie die meisten wahrscheinlich auch. Nur mir geht das mit den Verpackungen ziemlich auf die Nerven. Ich hätte gesagt, wir machen da oben jetzt einfach mal zu, drehen das wieder so hin, dass du was siehst. Wir stecken das Stromkabel da auf der Seite jetzt rein und dann werden wir sehen, was passiert. Ah ja, es ist definitiv gleich mal aufgedreht. Ich habe hier vorne oben ein Licht und seitlich ein Licht. Das sind die einzigen Lichter, die leuchten. Und die haben eine Helligkeit von eine Farbtemperatur von 5700 Kelvin, was ein bisschen mehr als Tageslicht entspricht. Ja, ansonsten macht es einen sehr leibenden Eindruck. So, aufgrund vom Focus Hunting musste ich jetzt einfach kurz mal die Blende einstellen auf eine höhere Stufe, also dass die Blendenöffnung kleiner wird, damit mehr scharf ist, damit es nicht die ganze Zeit vor und zurück geht und die ganze Zeit macht. Und ich kann das da runterklappen.
damit es noch weißer ist. Da oben haben wir ein Licht, da oben haben wir ein Licht. Es funktioniert im Prinzip alles. Was ich jetzt gern wissen möchte, jetzt schnappt man sich einfach irgendwas, was man kurz fotografieren. Ist ja leiwand, weil ich habe mein Sigma-Objektiv da. Das stellen wir da rein. Ein bisschen Schatten wirft schon. So, nachdem viele nicht eine Profikamera haben, werden wir das Ganze jetzt mit dem iPhone machen. Wir werden einmal einen Testshoot machen mit der iPhone-internen Kamera-App. Und weil wir nicht so sind, machen wir das Ganze noch mit einer Profi-App. Und zwar mit der App, die heißt Moment, weil ich kann da nämlich in RAW fotografieren. Wir stellen jetzt eine relativ hohe ISO ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also relativ hoch. Ich will auf jeden Fall keine automatische ISO haben. Am besten irgendwas mit ISO 200 aufwärts. Wenn ich es gut ausgeleuchtet haben will, muss ich die ISO relativ hoch rauf. Und man sieht es dann schon Dann habe ich einfach hier alles schön ausgeleuchtet. Schauen wir mal, wie sich das zusammenklappen lässt. Vielleicht sollte ich das Objektiv vorher wegtun. Also wir tun das da hinten rauf. Ich kann die Hintergründe austauschen, das habe ich gelesen. Maße im geöffneten Zustand sind 53,5 x 76,2 x 73,5 cm. Maße im geschlossenen Zustand 53,5 x 76,2 x 6,6. Das heißt, da passt eine Menge rein. Ja, das ist es im Prinzip, das Amazon Basics mobile Fotostudio. Es ist relativ groß. Ich glaube, man kann auch sehr viel damit machen. Aber ich werde das definitiv noch rausfinden. Ja, im nächsten Video werde ich dir auf jeden Fall zeigen, wie man das Ganze vom Fotoshoot bis inklusive Nachbearbeitung auf einer App abhandeln kann, um seine Produktfotos geil zu machen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du ein Gefällt mir da lässt. Schreib mir einen Kommentar, wenn du irgendwelche Fragen zu dem Produkt hast oder mir Feedback geben möchtest. Vergiss nicht, mein Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren natürlich, sonst wirst du das nächste Video vielleicht sogar verpassen. Das wollen wir nicht. Und dann freut es mich, dich einfach vielleicht beim nächsten Video wieder zu sehen. Danke fürs Zusehen. Ciao und Baba.